Vater, wir danken dir, dass du unser Vater bist, dass wir zu dir aufsehen können, dass wir auf dich hoffen dürfen, dass wir uns auf dich verlassen können, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Wir freuen uns, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, wieder etwas zu lernen, und wir bitten dich, dass du die richtigen Worte schenkst und uns das richtige Ohr. Dafür danken wir dir. Amen. When I was a teenager, growing up in Colorado, we had a little mountain ranch. We called it a ranch, but it was just a little mountain home on a little mountain lake. Als ich als Teenager aufgewachsen bin in Colorado, da hatten wir so eine Ranch in den Bergen. Wir haben das Ranch genannt, wie ein Hof, aber es war eigentlich nur so ein Haus in den Bergen. And we had a horse up at the ranch. Und wir hatten dort auch ein Pferd. We actually got the horse like accidentally. Wir sind eigentlich eher zufällig zu dem Pferd gekommen. My dad loved to go hunting. Mein Vater ist gerne jagen gegangen. And he needed a horse so that if he got a deer or an antelope, he could have the horse pack it out of the mountains on her back. Damit, wenn er ein Reh oder eine Antilope geschossen hat, dann konnte er das auf das Pferd packen und so aus den Bergen herausbekommen. But Beauty was a very smart horse. Aber Beauty war ein sehr schlaues Pferd. She was a little quarter horse. A quarter horse? It's a kind of Ja, horse. ein Quarter Horse übersetzt man wahrscheinlich A nicht. small Ein Quarter, horse. also ein kleineres Pferd. And as soon as they put something heavy on her back, she merely laid down. Und immer wenn man sie mit etwas Schwerem beladen hat, hat sie sich einfach niedergelegt. So, my dad gave me the horse when I was 11 years old. Deswegen hat mein Vater das Pferd mir geschenkt, als ich 11 Jahre alt war. And I would go up to the ranch and get on Beauty, and we would just walk through the trails of the mountain. Und ich bin immer wieder auf Beauty einfach durch die Wege in den Bergen geritten. And as we would walk through those trails, I had an interesting fantasy that I went over in my mind again and again. Und als wir so relativ langsam durch die kleinen Pfade geritten sind, habe ich mir so in meiner Fantasie etwas ausgemalt, immer wieder. Especially when I got to those teenage years of 15, 16, and 17. Ganz besonders, als ich dann so zwischen 16, 15 bis 17 Jahre alt war. I would imagine that I was walking through those trails and I came upon a very handsome man on a white horse. Ich habe mir vorgestellt, dass ich so auf diesen verschlungenen Pfaden unterwegs war und dann würde ich einen gut aussehenden Mann begegnen auf einem weißen Pferd. And he would be the ideal person for me. Und es wäre genau der ideale Partner für mich. I thought, wouldn't it be nice if this man was always there when you needed him? Und ich habe mir so gedacht, das wäre doch schön, wenn dieser Mann immer da wäre, wenn man ihn braucht.
And he was strong. Oh, I wouldn't have to be afraid. He could save me from anything. Und er war stark. Oh, ich bräuchte mich vor überhaupt gar nichts mehr zu fürchten. Er würde mich aus jeder Situation retten. And when I was depressed or unhappy, he would just take me in his arms and just quiet my negative feelings. Und wenn ich mal nicht gut drauf wäre oder traurig, dann wird er mich einfach in den Arm nehmen und mich beruhigen. And when I would make a mistake or do something silly and was embarrassed, Und wenn ich einen Fehler machen würde oder mir irgendetwas Peinliches passieren würde, he would just rejoice over me. dann würde er sich einfach trotzdem über mich freuen. And then I went off to Campion Academy. Und dann bin ich in eine Internatsschule gekommen, in eine adventistische. Yeah, like to Bogenhofen. So wie Bogenhofen können wir uns das vorstellen. And one night I heard music coming from outside the dormitory. Und an einem Abend habe ich Musik draußen vor dem Wohnheim gehört. It was a male voice singing with a guitar. Da hat ein Mann zur Gitarre gesungen. And I thought, wow, this is wonderful. And I put my window up to see who is serenading me. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist ja wunderbar. Und ich habe mein Fenster hochgemacht, um zu sehen, wer da unten für mich singt. Only to realize he was serenading the girl on the first floor, not me Und on dann the musste second ich floor. leider erkennen, dass er dieses Lied für das Mädchen im ersten Stock gesungen hat und nicht für mich, die ich im zweiten Stock war. But I always thought how wonderful that would be to have a man that I loved just sing to me, sing love songs. Aber ich habe mir immer gedacht, wie schön, wie wunderbar das wäre, wenn da ein Mann ist, der mich liebt und mir Liebeslieder singt. And then as a young mother, actually before that, I married reality. Und dann habe ich die Wirklichkeit geheiratet. We had a wonderful marriage. Wir hatten eine wunderbare Ehe. But I began reading through my Bible. Aber ich habe angefangen, meine Bibel zu lesen. And I came across this absolutely wonderful Bible text. Und dann bin ich auf diesen wirklich wunderbaren Bibelvers gestoßen. It was Ephesians 3:17. Epheser 3:17. And in the Message Bible, which is a paraphrase in English, Und in einer englischen Übersetzung, die eigentlich eine Übertragung ist, I read these beautiful words. da habe ich die folgenden wunderschönen Worte gelesen. May your roots go down deep into the soil of God's marvelous love. Ich bete, dass deine Wurzeln sich tief in der Erde der wunderbaren Liebe Gottes eingraben. So you will know how high and how deep and how wide his love really is. Damit ihr erkennen könnt, wie hoch und wie tief und wie weit seine Liebe wirklich ist. So you will be filled up with God's love. Und so, dass ihr erfüllt werdet mit der Liebe Gottes. It was so beautiful that I got this crazy idea about how to study my Bible. Oh, das war so schön, dass ich da diese verrückte Idee bekam, wie ich meine Bibel studieren sollte. If this 3:17, Ephesians 3:17, was so beautiful, what about the other 3:17s in the Bible? Wenn dieses Kapitel 3, Vers 17, Epheser 3, Vers 17 so schön war, was ist denn dann mit anderen Kapiteln in der Bibel, anderen Büchern in der Bibel, wo es Kapitel 3, Vers 17 gibt? Only someone with a right brain would come up with this idea of studying the Bible. Nur jemand, bei dem die rechte Gehirnhälfte sehr ausgeprägt ist, kommt auf so eine Idee. So I went through Genesis 3:17. Oh, that's pretty good, nice.
Und ich habe also 1. Mose 3, Vers 17 angelesen. Oh, das ist ein sehr schöner And Vers. then Exodus 3:17. Dann 2. Mose 3, 17. Okay. Ja. And I kept going on until I got to Zephaniah 3:17. Und ich habe das so mit jedem Buch in der Bibel gemacht, bis ich nach Zephania 3, Vers 17 gekommen bin. And I couldn't believe what I had found in that little book at the end of the Old Testament. Und ich konnte kaum glauben, was ich in diesem kleinen Buch am Ende des Alten Testaments gefunden habe. The Lord your God is always in your midst. Der Herr, dein Gott, ist immer in deiner Mitte. He's mighty to save. Er ist mächtig zu retten. He will quiet you with his love. Er wird dich mit seiner Liebe beruhigen. He'll take great delight in you. Er freut sich mit einer großen Freude über dich. And I could not believe the fifth characteristic. Und ich konnte kaum glauben, was da als 5. stand. He will rejoice over you with singing. Er wird sich über dich freuen mit einem Lied. And I read that again and again. It was just so amazing Und ich habe das immer wieder durchgelesen. Es war einfach so erstaunlich. that all my life I had been looking for this man who was always going to be there and could, be strong and save me and make me feel good when I was depressed. And I suddenly found God. Und es war so interessant für mich, dass ich immer nach diesem Mann gesucht hatte, der immer für mich da war und stark genug, um mich aus jeder Situation zu retten und mich immer beruhigen würde und sich über mich freuen würde. Und da habe ich Gott gefunden. And then I began thinking how wonderful those 5 characteristics of God are. Dann ist mir bewusst geworden, wie wunderbar diese 5 Eigenschaften Gottes sind. Wow, we never have to be alone. He's always there. Wow, wir müssen nie allein sein. Er ist immer da. And we never have to worry about our safety because he can save me. He's strong to save me. Wir müssen uns nie über unsere Sicherheit Sorgen machen, weil er stark ist. Er kann mich retten. The characteristic that I loved best was he could quiet me with his love. Und die Eigenschaft, die mir am besten gefallen hat, war die, dass er mich mit seiner Liebe zur Ruhe bringen kann. So every time I felt a little discouraged or unhappy, wow, I could just go to Scripture and God would just quiet my soul and bring me calm and peace. Jedes Mal, wenn ich also ein bisschen entmutigt war und es mir nicht so gut gegangen ist, konnte ich mich an die Bibel wenden und Gott hat mir wieder Ruhe und Frieden gegeben. And then take great delight in me, no matter what crazy thing I might have done. Und er freut sich über mich mit einer großen Freude, was immer ich auch an verrückten Dingen vielleicht getan haben mag. And then to imagine my God, my lover, just singing to me. I felt totally in love with God. Und mir dann noch vorzustellen, dass Gott als derjenige, der mich liebt, mir auch über mich singt. Das war für mich, habe mich richtig in Gott verliebt. And then I thought, wouldn't it be interesting if every man, every husband, every father had these same characteristics? Und dann habe ich mir gedacht, wäre es nicht schön, wenn jeder Mann, jeder Ehemann, jeder Vater diese Eigenschaften hätte. And I began to study the major influence that dads had on their children. Und dann habe ich angefangen, den Einfluss zu studieren, den Väter auf Kinder haben. There's a lot of research Da gibt es sehr viel Forschung dazu. on the importance of dads in the life of a kid. Sehr viel Forschung darüber, wie wichtig Väter im Leben ihrer Kinder sind. And I would like to read you some of that research. Und ich möchte euch einiges davon vorlesen. The first study, you'll say, oh, that's not really very important.
Bei der ersten Studie mag man vielleicht sagen, ach, das ist nicht wirklich so wichtig. But fathers who take an interest in their newborn babies and care for them have babies that cry less when a stranger is around. Aber Väter, die sich von Anfang an um ihr neugeborenes Baby kümmern und sich auch um die Pflege des Babys mit umschauen, bei denen sind die Babys weniger wahrscheinlich, dass sie viel weinen, wenn sie mit einem Fremden in Berührung kommen, wenn ein Fremder sich ihnen zuwendet. Now, that's not a big thing, Das ist vielleicht nicht so wichtig, but it just shows the influence when there are two caring for the baby. He's less afraid of strangers. das mag nicht so wichtig sein, aber es zeigt, wie wichtig es ist, wenn zwei zwei Elternteile sich um ein Baby kümmern, dann hat es weniger Angst vor Fremden. Now, most dads say, "Oh, I'm going to start playing with my child when he can kick a ball around the yard." Die meisten Väter sagen, ich fange an, mit meinem Kind zu spielen, wenn es mal einen Ball treten kann, hinten im Hof. Or when he'll go out jogging with me. Oder wenn er mit mir joggen gehen kann. Or maybe when I can take him fishing, then I'll start playing with my child. Oder wenn mein Kind auch mit mir angeln gehen kann, dann fange ich an, mit meinem Kind zu spielen. But fathers who begin caring for their children right at birth have children who have different characteristics. Aber Väter, die sich gleich nach der Geburt um ihre Kinder kümmern, haben Kinder mit anderen Eigenschaften. First of all, the children become less violent when they get angry. Das Erste ist, dass Kinder nicht so schnell zur Gewalt neigen, wenn sie sich ärgern. And wives, remember this next one. When fathers care for their babies from an early time, the children have higher IQs. Und ihr lieben Ehefrauen, hört euch das nächste genau an. Wenn Väter sich von Geburt an gleich um ihre Kinder kümmern, dann haben die Kinder einen höheren Intelligenzquotienten. If anything, that should encourage dads to take an active role in the care of their babies. Und wenn sonst nichts, dann sollte doch zumindest das die Väter motivieren, sich aktiv um die Fürsorge ihrer Kinder zu kümmern. The children have better impulse control. Die Kinder haben eine bessere Impulskontrolle. They have better social adaptations. Sie können sich sozial besser anpassen. In other words, they're more comfortable with other people. Das heißt mit anderen Worten, sie sind sozialer, sie können besser mit anderen Leuten umgehen. Now, this next one is a very interesting one. Die nächste Studie ist auch sehr interessant. Men who have been involved in the physical care of children under 3 years of age are significantly less likely to become involved in the sexual abuse of children. Männer, die sich körperlich um ihre Kinder unter 3 Jahren gekümmert haben, um die körperlichen Bedürfnisse ihrer unter 3-jährigen Kinder, die sind in einem hohen Maße weniger wahrscheinlich in irgendeiner Weise in sexuellen Missbrauch von Kindern involviert zu sein. And then the study made this comment. Und dann finden wir diesen Kommentar in der Studie. The very intimacy of feeding, of changing diapers and bathing seems to inoculate, like you get a shot, inoculate men against subsequent sexual arousal, not just with their own children, but with others as well. Schon allein die innige Aufgaben, das Kind zu füttern, Windeln zu wechseln oder es zu baden, scheint Männer zu immunisieren dagegen, dass sie später sexuell erregt werden, und zwar nicht nur in Beziehung auf ihre eigenen Kinder, sondern auch mit anderen Kindern. How much experience do our teenage boys have in caring for little kids? Wie viel Erfahrung haben unsere Burschen im Teenageralter im Umgang mit kleinen Kindern? We are so afraid of sexual abuse that many times we don't let young boys even babysit. Wir haben so viel Angst vor sexuellem Missbrauch, dass wir Burschen, junge Männer nicht einmal babysitten lassen. And yet the natural caring for a young baby
seems to protect them against child abuse in the future. Und doch scheint es gerade gerade das gegen sexuellen Missbrauch in der Zukunft zu helfen, wenn sie sich um diese natürliche Pflege von Babys kümmern. And then the statement in Newsweek magazine that followed this study was this. Und dann hat es in Newsweek Magazine einen Artikel gegeben nach dieser Studie und da hat folgender Satz gestanden. Few forces are as powerful and as underused in our culture as the sacred bond between father and child. Es gibt wenige Kräfte, die so mächtig sind und so vernachlässigt werden in unserer Kultur wie das heilige Band zwischen Vater und Kind. The magnetic attraction of strength for weakness. Die magnetische Anziehungskraft zwischen Stärke und Schwäche. The attachment that begins with dependence and grows into love. Die Anhänglichkeit, die mit Abhängigkeit beginnt und in Liebe sich auswächst. Well, I zu hope you Liebe men wird. are feeling very important at this point. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Augenblick sehr wichtig ist. But there are more studies. Aber es gibt noch weitere Studien. They found that the absence of father in cultures where there's a lot of poverty was more important for the child than poverty itself. Man hat herausgefunden, dass in Gegenden, wo es sehr viel Armut gibt, die Abwesenheit des Vaters noch eine größere Rolle spielt als Armut. A study done at Yale University Eine Studie, die in der Yale-Universität durchgeführt wurde, said that children raised solely by women had the highest crime rates as adults. die hat herausgefunden, dass Kinder, die von alleinerziehenden Müttern erzogen wurden, die höchsten Kriminalitätsraten aufzeigten als Erwachsene. A study by in Johns Hopkins University said lack of closeness with parents had an effect on physical health. Und in der Johns Hopkins Universität ist eine Studie durchgeführt worden, die herausgefunden hat, dass die Tatsache, dass Patienten nicht sehr nahe zu ihren Eltern gestanden haben, eine Auswirkung hatte auf die körperliche Gesundheit. Lack of closeness with parents was a common factor later on in life for the child or the adult with hypertension. Wenn keine Nähe zu den Eltern gewesen ist, dann hat sich das später im Leben zum Beispiel durch Bluthochdruck ausgewirkt. Coronary heart disease, Auch in koronaren Herzkrankheit, cancer or malignant tumors, in bösartigen Tumoren oder Krebs, with mental illness and suicide. auch in psychischen Erkrankungen und in Selbstmord. And among teenage girls, those in fatherless homes had a much higher rate of premarital intercourse. Und bei Mädchen hat man herausgefunden, dass da, wo kein Vater gewesen ist, die Mädchen viel anfälliger gewesen sind davor, Sex vor der Ehe zu haben. They've also found that emotionally or physically absent fathers contributed to the child's low motivation for achievement. Man hat auch herausgefunden, dass die emotionale oder die körperliche Abwesenheit eines Vaters dazu beigetragen hat, dass ein Kind nicht sehr motiviert war, Leistung zu bringen. Inability to defer immediate gratification for later rewards. Und auch sich ausgewirkt hat darauf, dass das Kind nicht so leicht die momentane Befriedigung von Bedürfnissen gegen eine spätere Belohnung eingetauscht hat. It was related to low self-esteem, Es hat mit einem niedrigen Selbstwert zu tun gehabt, susceptibility to group influence, ein leichteres Nachgeben auf Einfluss von Gruppen and juvenile delinquency. und Jugendkriminalität. Wow.
Men, I wonder if you realized how important your life is for your child. Ihr Männer, ich bin gespannt, ob euch bewusst wird, wie wichtig ihr seid für euer Kind. And so as we begin to talk about the moral destiny of our children, Und wenn wir dann über die moralische Zukunft, das Schicksal unserer Kinder reden wollen, it's not that mom can't do a great job by herself. dann heißt das nicht, dass nicht die Mutter auch selbst eine großartige Arbeit leisten kann. But what a benefit it is if dad is involved in the life of a child. Sondern was für ein Vorteil es ist, wenn auch der Vater im Leben der Kinder involviert ist. So, if we just take these 5 factors, I believe they are extremely important in your child's moral destiny. Wenn wir also nur diese 5 Faktoren nehmen, dann glaube ich, dass die extrem wichtig sind für das Schicksal unserer Kinder. So the first one is that God is always there with us. Das erste ist, dass Gott immer da ist für uns. So how can you make your time more important that you spend with your children? Wie können wir es also schaffen, dass wir die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, wichtiger nehmen? There is a point system you can use. Man kann da zum Beispiel ein Punktesystem verwenden. I learned this first when my husband came home one evening and announced to the children, "Kids, come quickly. I'm going to give your mother an Italian kiss." Ich habe davon zum ersten Mal erfahren, als mein Mann eines Abends nach Hause gekommen ist und die Kinder gerufen hat und gesagt hat, Kinder, kommt schnell, ich gebe eurer Mutter einen italienischen Kuss. And the Vielleicht ist es ein children came französischer. quickly, Und die Kinder sind natürlich sofort angerannt gekommen, but I got there first. aber ich war die Erste. And my husband took me in his arms and bent me all the way over backwards and gave me this marvelous Italian kiss. Und mein Mann hat mich in den Arm genommen, hat mich direkt nach hinten gebeugt und hat mir diesen wunderbaren, langen Kuss gegeben. And then the children all said, "We want one too." Und dann haben die Kinder alle gesagt, wir wollen auch einen. So they got their own Italian kiss. Und deswegen haben sie ihren eigenen langen Kuss bekommen. But that was special for our family. We've never forgotten that Italian kiss. Das war etwas Besonderes für unsere Familie. Den Kuss haben wir nicht vergessen. My husband had to be thinking about us on his way home from work to come up with the idea of an Italian kiss. Um mit dieser Idee überhaupt nach Hause zu kommen, muss mein Mann schon auf dem Weg nach Hause an uns alle gedacht haben. After all, he's Polish. Schließlich ist er aus Polen. But somehow he came up with the Italian kiss instead of the Polish one. Aber irgendwie hat er den italienischen Kuss verwendet und keinen polnischen. So he was thinking about us, and I would give him 1 point for thinking about his family. Und er hat also an uns gedacht und ich habe ihm einen Punkt dafür gegeben, dass er an seine Familie gedacht hat. And then somehow letting us know that he was thinking about us while he was away. Und irgendwie war es auch gut, dass er uns das hat wissen lassen, dass er an uns gedacht hat, während er nicht da war. But I would give him 2 points for actually being together with us. Aber dafür, dass er wirklich auch mit uns zusammengekommen ist, habe ich ihm 2 Punkte gegeben. Then I would give him 3 points for talking with us. Und 3 Punkte habe ich ihm dafür gegeben, dass er mit uns geredet hat. 4 points for looking at us. 4 Punkte dafür, dass er uns angeschaut hat. So much communication in the home is talking from one room to the next room and not really looking at each other. Sehr viel Kommunikation zu Hause findet doch darin statt, dass man von einem Zimmer ins nächste Zimmer sich unterhält und bespricht und sehr wenig, dass man wirklich aufeinander schaut, Augenkontakt hat. And then I would give him 5 points for a touch. Und dann habe ich ihm 5 Punkte dafür gegeben, dass er mich berührt hat oder für die Berührung. So when you do those 5 things
in a relatively short period of time, your time together is more meaningful. Wenn wir all diese 5 Dinge in einer relativ kurzen Zeit tun, dann ist die gemeinsame Zeit von größerer Bedeutung. When you can be creative to do these things in a creative way, it's even more meaningful. Und wenn man das Ganze auch noch auf eine kreative Art und Weise tun kann, dann hat es noch mehr Bedeutung. And it's worth 15 points. Und insgesamt kann man 15 Punkte bekommen. You add 1 point for thinking about the person and 2 points for actually being together. Man muss nur zusammenzählen. 1 Punkt dafür, dass an die Familie gedacht wurde und 2 Punkte dafür, dass man zusammen gewesen ist. And 3 more points for talking together. 3 Punkte noch mehr dafür, dass wir miteinander gesprochen haben. 4 points by looking at each other. 4 Punkte für den Augenkontakt. And 5 points for a touch 5 equals Punkte. 15 points. Und 5 Punkte für die Berührung, das sind insgesamt 15 Punkte. Another night, my husband came home An einem anderen Abend ist mein Mann nach Hause gekommen and he said, "Hey kids, and honey, come outside and climb up on the roof with me." und dann hat er gerufen, hey Kinder und Schatz, kommt raus, klettert mit mir aufs Dach. He had put a ladder up to the roof, Er hatte eine Leiter ans Dach gestellt and we wondered, what did he have in mind tonight? und wir haben uns gefragt, was hat er heute Abend vor? We all climbed up on the roof. Wir sind alle aufs Dach geklettert, We were holding on to each other. wir haben uns alle an den Händen gehalten, We were looking around at each other. wir haben uns alle angeschaut The kids were saying, "Daddy, what are we doing on the roof?" und die Kinder haben gefragt, Papa, was machen wir hier auf dem Dach? We were talking together. Wir haben miteinander gesprochen. He had to have come up with this by thinking about us earlier. Und er muss sich das schon viel früher überlegt haben. And finally, the kids kept saying, "What are we doing on the roof? What are we doing on the roof?" Und die Kinder haben immer wieder gefragt, was machen wir auf dem Dach? And he said, "Just a minute, just a minute." Und er hat immer gesagt, einen Augenblick noch, einen Moment noch. And then he pointed to the horizon. Und dann Look. hat er auf den Horizont gezeigt. "Look," he said, "the moon is just coming up." Schaut mal, da kommt gerade der Mond hoch. We had never watched the moon come up from the roof before. Wir hatten noch nie von unserem Dach beobachtet, wie der Mond aufgegangen ist. All of those elements of importance were there, just holding on to each other and watching the moon come up. Alle diese Elemente waren wichtig. Wir waren alle da, haben uns an den Händen gehalten und haben gesehen, wie der Mond aufging. So, to get the most out of your time together, Um also das meiste aus eurer gemeinsamen Zeit zu machen, just remember that the moon comes up every evening, denkt einfach daran, der Mond geht jeden Abend auf. and there's never a time when an Italian kiss is not a pleasurable moment for a wife. Und es gibt niemals eine Zeit, wo eine Ehefrau sich nicht über den italienischen Kuss freut. I shared this one time with a group of people, Ich habe das einmal vor einer Gruppe von Leuten erzählt. and the next evening when they came back for the next part of the seminar, they were laughing and talking to each other. Und als sie dann am nächsten Abend zum Seminar wieder gekommen sind, haben sie alle gelacht und untereinander geredet. And the wife said, "You'll never believe what my husband did on the way home from the seminar last night." Und eine Frau ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, du glaubst nicht, was mein Mann gestern auf dem Heimweg vom Seminar gemacht hat. He knew a certain stoplight was a long light. Er wusste, dass da eine Ampel war, an der eine besonders lange Rotphase war. So he drove up to that traffic light, Er ist also zu dieser Ampel gefahren and it had just turned red. und sie ist gerade rot geworden. So he put the car into park Er and hat also jumped out. in Leerlauf gestellt oder auf die Parkposition und ist herausgesprungen.
He ran around the car to his wife's side. Er ist das Auto herumgelaufen auf die Seite von seiner Frau. He opened the car door. Er hat die Tür aufgemacht. He helped her get out of the seatbelt. Er hat ihr geholfen, sich And she was abzuschnellen. wondering, what on earth is happening? Und sie hat sich gefragt, was passiert jetzt? He pulled her out of the car, Er hat sie aus dem Auto geholt, took her in his arms as the traffic started building up behind them. hat sie in den Arm genommen und hinter ihnen haben schon die Autos sich aufgereiht. And he leaned her way over backwards and Und er hat gave her sie an Italian In kiss. seinem Arm ganz zurückgelegt und hat ihr einen italienischen Kuss gegeben. That is worth 15 points. Das ist 15 Punkte wert. And the more you do this and add a point here and a point there, the more meaningful your time will be with your children. Und je öfter ihr sowas macht und hier und da immer mal wieder einen Punkt dazu zählt, von so größerer Bedeutung wird die Zeit mit euren Kindern sein. We can talk a lot about sharing Bible texts with your children Wir können sehr viel darüber reden, dass wir mit unseren Kindern auch Bibeltexte lernen sollen. and encouraging them to make good moral decisions. Und sie ermutigen, gute moralische Entscheidungen zu treffen. We can spend time giving them good information about how their brains develop. Wir können Zeit damit verbringen, ihnen Informationen darüber zu geben, wie sich ihr Gehirn entwickelt. And what the devil is trying to do so it will skew their thinking so they'll make bad decisions. Und was der Teufel alles versucht, um ihr Denken durcheinander zu bringen, damit sie schlechte Entscheidungen treffen. But nothing we say is more important than the example of your life by being with your children. Aber nichts, was wir sagen, ist so wichtig wie das Beispiel, das wir für unsere Kinder geben, wenn wir mit ihnen zusammen sind. I don't understand why men have such an impact upon children's values. Ich verstehe nicht, warum Männer einen so großen Einfluss auf die Werte von Kindern haben. It might be the attraction to a dad's strength. Vielleicht liegt es daran, dass die Kraft des Papas so anziehend ist. But when I was at Loma Linda, a couple of studies were done by students. Als ich in Loma Linda war, da haben Studenten einige Studien durchgeführt. And they looked at how important fathers were in the lives of their children. Und sie haben sich auch angeschaut, wie wichtig Väter im Leben ihrer Kinder waren. I do not know how well planned these studies were. Ich weiß nicht, wie gut vorbereitet diese Studien waren. I don't know if the findings could be statistically proven. Ich weiß auch nicht, ob sich die Ergebnisse statistisch belegen lassen. But I like the outcome, so I'm going to tell you the outcome of these studies. Aber mir gefallen die Ergebnisse und deswegen sage ich sie euch weiter. If only one parent in the family was a Seventh-day Adventist, and you wanted your children to be Seventh-day Adventists, would it be mom or dad that should be the Seventh-day Adventist? Wenn in einer Familie nur ein Elternteil ein Adventist ist und man gern möchte, dass auch das Kind Adventist wird, wer sollte dann von den beiden Adventist sein, Vater oder Mutter? Now you would think it would probably be mom. Man könnte ja meinen, das ist wahrscheinlich die Mutter. She's there most of the time. Sie ist meistens da. She makes sure that the children say the blessing before they eat. Sie achtet darauf, dass die Kinder vor dem Essen beten. Many times she's the one who reads the bedtime stories to the children. Oft ist sie diejenige, die den Kindern die Gute-Nacht-Geschichte vorliest. But it's not mom. Aber es ist nicht die Mutter. If only one person in the family is the Seventh-day Adventist, it would be better if it was dad. It has more impact upon the children. Wenn nur ein Elternteil ein Siebenten-Tags-Adventist ist, dann wäre es besser, es wäre der Vater, weil er mehr Einfluss auf die Kinder hat. Das hat mehr Einfluss auf die Kinder. That's a tough one for me to, as a good mother, to realize. Das ist für mich als eine gute Mutter relativ schwer
zur Kenntnis zu nehmen. But another study was done. Es ist auch eine andere Studie durchgeführt If you worden. want your children to be vegetarians, Wenn ihr möchtet, dass eure Kinder Vegetarier sind, would it be better for mom to be the vegetarian or dad if only one was the vegetarian? wäre es dann besser, dass der Vater Vegetarier ist oder die Mutter, wenn nur einer von beiden Vegetarier ist? Now, you know where I'm going with this, Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. but wouldn't you think it would be mom? Aber wäre es nicht viel logischer, dass es die Mutter ist? I mean, she's the one that probably does most of the cooking. Sie ist doch diejenige, die wahrscheinlich am meisten kocht. But there's something about a man's impact upon young children that if only one's the vegetarian, the chances of the children being vegetarian are best if it would be dad. Aber es liegt wohl an dem Einfluss des Mannes auf Kinder, dass wenn nur einer von beiden Vegetarier ist, dann wäre es besser, der Vater ist Vegetarier. Even though dad doesn't maybe spend as much time with the children as mom, Selbst wenn der Vater vielleicht nicht so viel Zeit mit den Kindern verbringt wie die Mutter. there's something about his strength of character that makes an impact. Es ist etwas an der Stärke seines Charakters, das sich auswirkt. Do you know who Mark Finley is in terms of an evangelist? Ihr kennt Mark Finley als Evangelisten. Do you know the story of his upbringing? Wisst ihr, wie er groß geworden ist? The dad was just coming out, I think, of the Navy, but he was a man of the world. Der Vater war, glaube ich, gerade aus der Armee gekommen, aber er war ein weltlicher Mensch. And he met this wonderful Christian woman Und dann hat er diese wunderbare christliche Frau kennengelernt. who was a Catholic Sie war Katholikin and fell in love with her and promised that they would raise their children Catholic. Er hat sich in sie verliebt und er hat ihr versprochen, dass sie die Kinder katholisch erziehen würden. When they had children, Als sie dann Kinder hatten, Mark's father had begun to study his Bible. hatte Marks Vater begonnen, die Bibel zu studieren. And he became convinced of Bible truth. Und er war von den biblischen Wahrheiten überzeugt. He saw the commandment, keep the seventh day holy. Er sah das Gebot, du sollst den Sabbattag heilig halten. And he began to put things together in his mind and chose to become a Seventh-day Adventist. Und er hat in seinem Denken die Dinge so zusammengerechnet und er hat sich entschieden, Adventist zu werden. But he had made a promise to his wife that they would raise their children Catholic. Aber er hatte seiner Frau versprochen, dass die Kinder katholisch erzogen würden. Mark's father cleaned up his lifestyle Marks Vater hat seinen Lebensstil in Ordnung gebracht, in terms of diet and other things. was die Ernährung anbetrifft und auch andere Dinge. And every Sabbath, he went to church on the seventh day. Und jeden Sabbat ist er in die Gemeinde gegangen. But he didn't force the children or even tell the children why he was doing this. He had made the promise to his wife to raise the children Catholic. Aber er hat die Kinder nie überredet, mitzukommen oder ihnen auch nur davon erzählt, wo er hinging, weil er seiner Frau versprochen hatte, dass die Kinder katholisch erzogen würden. When Mark graduated from high school, Als Mark dann von der Highschool, mit der Highschool fertig war, he went to his dad and said, "Why are you a Seventh-day Adventist?" dann ist er zu seinem Vater gegangen und hat gefragt, warum bist du Adventist? Why do you go to church every Saturday? Warum gehst du jeden Samstag in die Kirche?
And Mark's father felt that since he was 18 years of age, he was now free to tell Mark why he believed the way he did. Und der Vater dachte sich, dass da jetzt Mark 18 Jahre ist, dass er jetzt die Freiheit hatte, dem Sohn zu erklären, warum er das glaubte, was er glaubt. When things were pointed out to Mark about what the Bible said, Als er dem Mark die Dinge erklärte, die in der Bibel stehen, Mark became a Seventh-day Adventist. ist Mark Adventist geworden. He and his dad started going to church together. Dann ist er mit seinem Vater gemeinsam in die Gemeinde gegangen. Then the two girls in the family started to notice what Mark and his dad were doing. Dann haben die zwei Mädchen in der Familie gemerkt, was Mark und sein Vater taten. They chose to become Seventh-day Adventists. Und sie haben sich auch entschieden, Adventisten zu werden. And then Mother became impressed with her family, Und dann war auch die Mutter von ihrer Familie sehr beeindruckt. and she became a Seventh-day Adventist. Und auch sie wurde Adventistin. All because that man became so converted with Bible truth that he lived that lifestyle. Und das alles nur, weil dieser Mann so bekehrt wurde und so überzeugt von den biblischen Wahrheiten, dass er das in seinem Leben umgesetzt hat. I can only encourage you, dads, Ich kann euch Väter nur ermutigen that your children will pattern their lives after you. und sagen, dass eure Kinder ihr Leben nach eurem Vorbild einrichten It's werden. not that your wives aren't important, Das heißt because nicht- they are, Das heißt nicht, dass eure Frauen nicht wichtig sind, das sind sie. but your habits and your values are very likely to be inherited by your children. Aber eure Gewohnheiten und eure Werte werden sehr wahrscheinlich von euren Kindern übernommen werden. So how you spend your time together is very important. Wie ihr eure Zeit gemeinsam verbringt, ist also sehr wichtig. The second thing is that in God's characteristics was he was mighty to save. Das Zweite in diesen Eigenschaften Gottes war, dass er stark ist zu retten. So how could we put that into dads' lives today? Wie können wir das auf das Leben des Vaters heute umsetzen? And I would suggest, dads, it's your role to keep your children away from negative influences. Und ich möchte euch Vätern vorschlagen, dass es eure Aufgabe ist, eure Kinder vor negativen Einflüssen zu bewahren. And negative people that would pull your kids down. Negative Menschen, die eure Kinder herunterziehen. And then there's that Bible verse in Ephesians 4:31. Und dann gibt es diesen Bibelvers in Epheser 4:31. Let all bitterness, wrath, and anger and evil speaking be put away. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. And instead be kind to one another, Stattdessen seid zueinander gütig, tender-hearted, mitleidig, forgiving one another, vergebt einander, even as God in Christ forgave you. so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. All right, the third one. This, I think, is so important. Quieting your family with your love. Und das Dritte, das finde ich besonders wichtig, die Familie mit deiner Liebe beruhigen. I think that dads need to learn how to be the spiritual leader of their family. Ich denke, dass Väter lernen müssen, der geistliche Führer ihrer Familie zu werden. Now, when I say that, what do you think the dad should be doing in this role? Ja, das habe ich jetzt gesagt, aber was glaubt ihr, was denn Väter in dieser Rolle tun sollten? They should be having
worship with their families. Sie sollten Andacht machen mit ihren Familien. They should pray with their Sie families. sollten mit ihren Familien beten. They should read the Bible with their Sie families. sollten mit ihnen die Bibel lesen. They should share miracles that happen during the day with their Sie families. sollten ihrer Familie von Wundern erzählen, die sie im Laufe des Tages erlebt haben. All that is very important. Das ist alles sehr wichtig. But I take the word spiritual in a different way. Aber ich verstehe das Wort geistlich noch anders. I like to think of men being the spiritual leaders of the family by being able to note how kids and their wives are feeling inside. Ich sehe das so, dass der Vater der geistliche Führer sein sollte, indem er erkennt, wie sich seine Frau und seine Kinder innerlich fühlen. And if the children are feeling a little sad or depressed or unhappy or even angry, that father notices the emotions going on in his kids. Und wenn ein Kind sich ein bisschen deprimiert fühlt oder wenn es traurig ist oder verzagt oder enttäuscht, dass ein Vater dann merkt, wie es dem Kind innerlich geht. And he takes an active role in helping their spirits become positive. Und dass er sich aktiv darum bemüht, dass der Geist wieder positiv wird. And you say, wait a minute, aren't wives better suited to that? Und ihr mögt sagen, Moment mal, sind die Frauen nicht besser dafür geeignet? Doesn't it just come more natural for wives to see what's going on emotionally in their children? Ist es nicht viel natürlicher für die Ehefrauen zu erkennen, was emotional in ihren Kindern vor sich geht? Well, in many situations that is true. Das stimmt wohl für viele Situationen. And then I have to go back to Ephesians 5. Und dann muss ich auf Epheser 5 kommen. And that Paul is telling how men should behave toward their wives and how wives should behave toward their husbands. Wo Paulus davon spricht, wie Ehemänner sich ihren Frauen gegenüber verhalten sollen und Ehefrauen ihren Männern gegenüber. What does Paul say men should do for their wives? Was sagt Paulus, was Männer für ihre Frauen tun sollten? Men should Männer love sollten their ihre wives. Frauen lieben. And then Paul knows that that may not come naturally for men. Und Paulus weiß sicher auch, dass das für den Mann nicht etwas Natürliches ist. And so he spends 11 verses telling men how to love their wives. Und deshalb spricht er in ganzen 11 Versen davon, wie ein Mann seine Frau lieben soll. Men, love your wives like Christ loves the church. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. 11 verses, because it is so important. 11 Verse, weil es so wichtig ist. Then, what does he tell wives to do? Was sagt er dann, was die Frauen tun sollen? How should wives treat their husbands? Wie sollen Frauen ihre Ehemänner behandeln? Wives, respect your Ihr- husbands. Ihr Frauen respektiert, achtet eure Ehemänner. Do you know how many verses Paul gives to women in terms of how to treat their husbands? Und wisst ihr, wie viele Verse Paulus verwendet, um den Frauen das zu sagen, wie sie ihre Männer behandeln sollen? One verse. Einen Vers. He knows that if men just love their wives like Christ loves the church, Er weiß, wenn Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, women will automatically respect their husbands. dann werden Frauen ihre Ehemänner automatisch respektieren. And so I encourage men to learn how to lift the spirits of their family.
Deswegen ermutige ich Männer, dass sie lernen, wie sie die Stimmung, den Geist ihrer Familie heben können. To be the force that quiets their anxiety and their frustration and their anger. Wie sie die Kraft werden können, die die Ängste und den Zorn und die Unsicherheiten in der Familie beruhigt, zur Ruhe bringt. And because it may not come naturally for men to do this, Und weil das den Männern gar nicht so in der Natur liegt, I believe that's why God said it's not good that men should be alone. glaube ich, dass das der Grund ist, warum Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. And when you can't figure out why there's this cloud hanging over your family, Und wenn ihr nicht draufkommt, warum so eine Wolke über eurer Familie liegt, it's a good time to say, "Sweetheart, I need your help. dann ist immer eine gute Zeit zu sagen, Schatz, ich brauche deine Hilfe. Clue me in. Why is everybody so out of sorts?" Klär mich einmal auf, warum ist hier jeder so schlecht gelaunt? And she will say, "Well, sweetheart, you came home and you looked at the mail. You didn't even say hello to the kids." Und sie kann ihm dann sagen, Schatz, du bist nach Hause gekommen und hast dir sofort die Post angesehen. Du hast nicht einmal einen Blick auf die Kinder geworfen. And you forgot to kiss me. Und du hast ganz vergessen, mir einen Kuss zu geben. "Oh," he says, "I had no idea." Oh, sagt er, das ist mir gar nicht aufgefallen. And he goes about quieting the spirits of his family. Und dann fängt er an, den Geist der Familie, die Stimmung der Familie zu beruhigen. He is the spiritual leader of the family. Er ist der geistliche Führer der Familie. There's something else. Es gibt noch mehr. The fourth characteristic of God in Zephaniah 3:17 Die vierte Eigenschaft Gottes in Zephania 3, Vers 17 is that God takes great delight in us. ist, dass Gott sich mit einer großen Freude über uns freut. So, men, let me encourage you to be upbeat in your spirit. So, ihr Männer, ich möchte euch ermutigen, dass ihr immer eine gute Stimmung habt, Be positive. sehr positiv seid Be the encourager in your family. und in eurer Familie der Ermutiger seid. Compliment everyone in your family. Ermutigt und Show them that you take great delight in them. zeigt ihnen, dass ihr euch sehr über sie freut. Show appreciation. Zeigt Wertschätzung und Anerkennung. And be willing to give physical expression to your acceptance of them. Und seid auch bereit, körperlich zum Ausdruck zu bringen, wie ihr sie annehmt. Let your wife and your children know that you take great delight in them. Lasst eure Frau und eure Kinder wissen, dass ihr euch sehr über sie freut. Now, the fifth one is interesting. Die fünfte Eigenschaft ist interessant. That's the one that God rejoices over us with singing. Das ist das, wo es heißt, dass Gott sich mit einem Lied über uns freut. And you say, "I don't have a musical note in my body. Und ihr mögt vielleicht sagen, ich bin überhaupt nicht musikalisch. When I sing hymns, I sing off key." Wenn ich singe, dann singe ich immer schief. But in Colossians 3:16, there's an interesting verse. Aber in Kolosser 3, Vers 16 steht ein interessanter Vers. It says that you are to teach and admonish in your home Das heißt, dass wir in unserem Heim lehren und ermahnen sollen with psalms and hymns and spiritual songs. und zwar mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. I don't think you have to go around singing, Ich glaube nicht, dass ihr immer singend herumgehen müsst, but I like to think of the atmosphere in your home being like beautiful music is playing all the time. aber ich stelle mir gern vor, dass die Atmosphäre zu Hause so ist, als ob immer schöne Musik gespielt würde. So in your voice, they hear pleasant things.
sodass sie auch in eurer Stimme Schönes hören and it becomes like music to their souls. und dass sich das wie Musik in ihrer Seele auswirkt. Well, all I can say is I am so thankful there are so many men here today. Was ich nur sagen kann, ist, dass ich sehr dankbar bin, dass heute so viele Männer hier sind. Raise your little boys to take on the spiritual leader role in the families that they will someday make. Erzieht eure Söhne so, dass sie, wenn sie selbst einmal eine Familie gründen, die geistliche Führung in ihrer Familie übernehmen. It doesn't mean that you dads have to make all the rules. Das heißt nicht, dass ihr Väter alle Regeln aufstellen müsst. Together, God gave you to be more what children need. Gemeinsam hat Gott euch dazu die Aufgabe gegeben, Kindern das zu geben, was sie brauchen. But every time you're tempted to spend more time away from the family, Aber jedes Mal, wenn ihr in der Versuchung steht, mehr Zeit weg von eurer Familie zu verbringen, remember that no one can substitute for who you can be in the family. dann denkt bitte daran, dass niemand euch in eurer Familie ersetzen kann. I want to mention just a few other things about moral destiny of your children. Ich möchte gern auch noch ein paar Dinge über das moralische Schicksal eurer Kinder erwähnen. And that is the role both you as dads and you as wives need to take with your children. Und das bezieht sich auf die Aufgabe, die sowohl ihr als Väter als auch ihr als Mütter bei euren Kindern erfüllen müsst. You need to take an active role in training your children's conscience. Ihr müsst aktiv daran arbeiten, das Gewissen eurer Kinder zu prägen. That basically means their information that they have about what's right and wrong. Das heißt vor allem, dass sie lernen und wissen, was richtig und falsch ist. Talk about the role we have as individuals in having a good conscience. Sprecht darüber, welche Rolle wir spielen als Einzelne, dadurch, dass wir ein gutes Gewissen haben. Now, most of the time we think that our frontal lobe or our cerebral cortex is the main thing that makes moral decisions. Meistens gehen wir davon aus, dass unser Frontallappen der Ort ist, wo wir die moralischen Entscheidungen treffen. That is true. Das stimmt. But more and more research is being done on the heart as a thinking organism. Aber kommt immer mehr Forschung darüber, dass auch das Herz ein denkendes Organ ist. You can find the research that's currently being done on a website called Heart Math. Man kann die Forschung, die da im Moment darüber im Gange ist, auf einer Webseite finden, die heißt Heart Math. Math. Heart Math. M-A-T-H in English. Arithmetic. M-A-T-H. Okay? Wie Mathematik. Yeah. And they have found that the heart has neurons in it Da hat man herausgefunden, dass im Herzen Neuronen sind, very much like the neurons in your cerebral cortex. die den Neuronen im Frontallappen gleichen. Approximately 40,000 neurons in your heart. Und zwar etwa 40.000 Neuronen im Herzen. And they have done a lot of research that asks people to think with their brain about what is right and wrong. Sie haben sehr viele Studien darüber angestellt, wo sie die Leute gefragt haben, dass sie mit ihrem Gehirn darüber nachdenken sollen, was richtig und falsch ist. And people generally come up with a didactic answer, Und da kommen die Leute meistens mit didaktischen Antworten, a factual answer. Fakten. But then they ask them, think with your heart.
Aber dann hat man sie gefragt, gebeten, mit dem Herzen zu denken. And as they began to concentrate on the feeling, on the heart part of making a decision, Als sie dann angefangen haben, sich über die Gefühle, über den Anteil des Herzens an einer Entscheidung Gedanken zu machen, many times the didactic answer will be coated with positive feelings. da ist es oft der Fall, dass diese didaktischen, faktenmäßigen Antworten mit einer Lage von Gefühlen noch umgeben wird. So I want to go back and talk a little bit about the brain once again as a review. Ich möchte gerne so als eine Art Wiederholung noch ein bisschen übers Gehirn sprechen. We have the brain stem, Wir haben den Hirnstamm, the limbic system, which is our emotional brain, das limbische System, unser emotionales Gehirn, and our cerebral cortex. und dann den Frontallappen. The associate director of children's ministries, Die stellvertretende Leiterin von der Kinderabteilung, Dr. Mafumi, I hope I say that right. ist er ein Mann? He's an African Also der stellvertretende Leiter der Kinderabteilung, who has done his graduate work in brain function and education. der hat also sein weitergehendes Studium über Hirnfunktion und Erziehung gemacht. And he gives an interesting model as he does workshops across the world. Und er gibt auf den Workshops, die er überall auf der Welt hält, ein interessantes Modell. And he uses those brain parts as gears in a car. Er verwendet die verschiedenen Teile des Gehirns als eine Art Gangschaltung im Auto. Now, most of you have automatic cars that just naturally go to the right gear. Oh, here not. We don't drive automatic cars. Oh, you don't drive automatic cars. Oh, ihr fahrt gar nicht alle wonderful. I Automatikautos. don't have to explain to you Oh, das ist ja wunderbar. Da muss ich euch ja keine Gangschaltung erklären. why you start your car out in first gear instead of third gear. Da muss ich euch nicht erklären, warum man im ersten Gang anfährt und nicht im dritten. Right? Stimmt's? Yeah, you got to start out with energy. Ja, man muss Push, mit drive. viel Energie anfahren. And then as you get going along, what do you shift into? Und dann, wenn man schön unterwegs ist, in welchen Gang schaltet man dann? You go from the lowest gear to the middle gear. You Man geht- go into second generally. Erst von dem niedrigsten Gang schaltet man in den höheren, in den zweiten. But would you drive on the Autobahn in second gear? Aber würdet ihr im zweiten Gang über die Autobahn fahren? No, you go into third gear. Nein, man And schaltet in den some of dritten. you have fourth gears. Und einige haben vierten And Gang it, fifth gears. und einen fünften. How many gears did you say? Wie viel gibt Six? es? Es gibt bis zu Oh 6 my Gängen. goodness, I could never drive that kind Oh, of a das car. könnte so I eine- thought I was good with 3 gears. Und so ein Auto könnte ich nicht fahren. Ich dachte schon, ich wäre gut mit 3 Gängen. All right, he says that children use their brain in the same way that we use with a manual drive car. Er sagt also, dass Kinder ihr Gehirn in der gleichen Art und Weise verwenden, wie wir ein Auto mit Gangschaltung fahren. To get out of danger, to move quickly, to have energy, they start out in first gear. Um aus einer Gefahr herauszukommen, um Energie zu haben, da fangen sie im ersten Gang an. That's like the brainstem. Das ist wie der Hirnstamm. Fight or flight, Kämpfen oder flüchten. survival mode. Das ist der Überlebensmodus. But then they shift into the limbic system in terms of emotions. Und dann schalten sie in das limbische System für die Emotionen. But they can't learn well if they're constantly being bombarded by emotions.
Aber sie können nicht sehr gut lernen, wenn sie immer von Emotionen bombardiert werden. Children learn the best when they're driving along in third or fourth or fifth or sixth, whatever the gears are that are above the limbic system. Kinder lernen am besten, wenn sie so dahin leben und wie man das auch erklären kann, im 3., 4., 5. Gang, was immer über dem limbischen System kommt. But anytime they are frightened or feel like a failure, Aber jedes Mal, wenn sie Angst haben oder sich als Versager fühlen, they shift down. dann schalten sie wieder zurück. And when they shift down, they're out of the part of the brain where they can learn the best. Und wenn sie zurückschalten, dann sind sie nicht mehr in dem Teil ihres Gehirns, wo sie am besten lernen können. That's why if a teacher gets angry or a parent gets angry at the child and says hurtful words, the child will immediately shift down to the emotional brain. Und deshalb schaltet ein Kind sofort zum emotionalen Teil des Gehirns zurück, wenn ein Lehrer oder ein Elternteil böse wird oder es anschreit. And if they really feel like they are being hurt or damaged, they will shift down to the first gear. Und wenn sie den Eindruck haben, dass sie wirklich verletzt werden, dann schalten sie sogar noch einen Gang And it runter will in den be ersten like Gang. fight or flight. Und dann ist es dieser Modus Kämpfen oder Flüchten. And so he spends a lot of time helping Sabbath school teachers, and parents learn how to be pleasant as they give lessons to their children. Und so hilft dieser stellvertretende Kindersabbatschulleiter in der Generalkonferenz vielen Eltern und Lehrern und Kindersabbatschulhelfern auf der ganzen Welt, mit den Kindern so umzugehen, dass sie gut lernen können. Especially as you're trying to educate the child's conscience. Ganz besonders, wenn man sich bemüht, das Gewissen des Kindes auszurichten. The only way they will learn well is if they're driving along in third gear or higher. Die einzige Art und Weise, wie sie gut lernen können, ist, wenn sie im 3. Gang oder höher dahin fahren. And so we need to teach them about their conscience in third gear. Wir müssen also ihr Gewissen prägen, wenn sie sich im 3. Gang befinden. When they fail, impose a consequence. Wenn sie etwas falsch machen, dann ist es wichtig, eine Konsequenz zu haben. But do it in such a way that they feel good about themselves. Aber so, dass sie trotzdem sich noch gut über sich selbst fühlen können. When you have to correct them, do it with utmost love. Wenn wir sie korrigieren müssen, dann sollten wir das mit voller Liebe tun And patience. und geduldig. And they will learn so much better. Und dann lernen sie so viel besser. Teach them to choose right from wrong. Sie sollen auch lernen, dass sie das Richtige vom Falschen unterscheiden können. Tell your children that a great war is going on in their heads to control their brains. Sagt euren Kindern auch, dass ein großer Kampf stattfindet darüber, wer über ihr Gehirn die Kontrolle haben kann. And above all, let your children know that they'll be able to make good choices consistently only when they ask Jesus to live in their hearts. Und vor allem sagt euren Kindern, dass es ihnen nur dann gelingen wird, beständig gute Entscheidungen zu treffen, wenn sie jeden Tag Jesus in ihr Herz lassen. It's time for questions. Es ist Zeit, Fragen zu stellen. And we have a lot of people who can probably give answers. Und hier sind sehr viele Leute, die wahrscheinlich auch die Antworten geben können. Was heißt das konkret, wenn sich die Kinder im 3. und höheren Gang befinden? What does it mean that the children drive in third gear or up? When you're driving on the Autobahn, Wenn wir auf der Autobahn fahren,
Third gear is the gear or higher that it's easy to drive. Dann sind die höheren Gänge, der höchste Gang, der Gang, wo man am leichtesten dahin fährt. So if you can keep children feeling good about themselves, Wenn wir also die Kinder, wenn wir dazu beitragen können, dass die Kinder sich gut fühlen über sich selbst, they won't have to try to protect themselves from bad words or hurtful things that are said to them. dann haben sie nicht den Eindruck, dass sie sich schützen müssen vor schlechten Wörtern, die zu ihnen gesagt werden zum Beispiel. They won't have to feel guilty about the decisions they make. Dann müssen sie sich nicht schuldig fühlen über die Entscheidungen, die sie getroffen haben. But when you start pushing your children, Aber wenn wir anfangen, unsere Kinder zu schieben, they will try to protect themselves Dann- and shift down. werden sie versuchen, sich zu schützen und hinunterschalten. The first shift down is to the emotional brain. Der Gang, auf den sie zuerst runterschalten, ist das emotionale If Gehirn. things are really bad, they will shift all the way down to low gear. Und wenn es wirklich schlimm ist, dann schalten sie auf den niedrigsten Gang. And then it's just survival. I'll do whatever's necessary just to survive Und dann geht es nur ums Überleben. Ich tue alles, was notwendig ist, nur um zu überleben. without thinking about the consequences of the decisions they're making. Ohne auch an die Folgen zu denken, die Folgen der Entscheidungen, die sie treffen. So keep children feeling good about themselves and they'll make better moral decisions. Also wenn wir dafür sorgen, dass die Kinder sich gut über sich selbst fühlen, dann werden sie bessere Entscheidungen treffen. They'll learn more easily the moral lessons that you want to give them. Und sie werden die moralischen Dinge, die ihr sie lehren wollt, besser lernen. Does that help? Any other questions? Noch Fragen? Vielen Dank für den Vortrag. Ich Thank you for the habe eine Frage presentation. generell, das beschäftigt mich jetzt schon seit Jahren. Und zwar ist das die Sache des Vertrauens und der Kontrolle. Das wurde ja mehrfach schon angesprochen. Ich bin halt so aufgewachsen und so erzogen nach dem Spruch von Lenin. Ich bin halt im Osten aufgewachsen. Der hat gesagt, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und so hat man eigentlich auch das System gewährleistet und ich kriege das nicht wirklich raus aus mir. Und wenn man Kinder die Freiheit zu ihrer Entscheidung lassen möchte, ist es ja ganz wichtig, dass man sie auch dahin erzieht, dass sie mal gerade stehen müssen für ihre Entscheidung, die sie treffen. Aber jetzt waren wir, soll ich erst mal alles sagen und dann übersetzen? I've been dealing with control and trust, and this was the case. You've talked about this quite a few times already. I myself grew up in the east of Germany, where it was the motto, trust is good, control is better. And it's difficult for me to get it out of myself. So how? Bitte schön. He did not ask the question yet. Okay. This was just All right, explaining, okay. Ja, explaining und the question. jetzt wissen wir als Eltern, dass wir sie zu eigenständigen Entscheidungen führen sollen. Die Bibel sagt, wir sollen sie dahin führen, ja, nicht zwingen und drängen. Yeah. So we know as parents that we should not push our children or force them. We should lead them to make their own decisions. Aber wir wissen auch, dass sich das Zeitfenster halt schließt, ja, dass andere Erzieher in Anführungsstrichen die Rolle der Eltern einnehmen. But we also know that the time window closes and that other influences will come and influence our children. Und mich betrifft das jetzt vor allen Dingen bezüglich des Internets, ja, dass die Kinder ja nicht wissen, wem sie dort gegenübertreffen oder gegenübertreten, auf was sie sich einlassen. Ich kann zwar dem Kind immer wieder sagen, du musst eine gute Entscheidung treffen, aber man weiß ja manchmal nicht, wenn man so anfängt mit den Dingen, was das dann eigentlich, auf was man da eigentlich kommt, letzten Endes, auch als Erwachsener oftmals nicht. So my question concerns the internet, because sometimes children are in the internet and you never really know what influence they will face there and meet there in the internet. Also die konkrete Frage ist jetzt eigentlich, inwieweit funktioniert das noch, gerade bezüglich dieser Geschichten, wo wir nicht wissen,
wo befinden Sie sich da, inwieweit soll ich die Freiheit geben, Okay. um Sie Ihre Entscheidung letzten Endes auch treffen zu lassen, selbstständig. The question I have, how much space can I give them to surf the internet? How much do I need to control? Because I sometimes don't know what the influences will be in the internet. All right, so you've all heard the question. Ihr habt alle die Frage gehört. To say you shouldn't control your children doesn't mean that you shouldn't have limits. Wenn ich gesagt habe, dass ihr eure Kinder nicht kontrollieren sollt, dann heißt das nicht, dass es nicht Grenzen geben sollte. You must have limits for the child to feel secure in your home. Es muss Grenzen geben, damit sich das Kind zu Hause auch sicher fühlen kann. And you must be able to keep the limits Und ihr müsst auch dafür sorgen, dass die Grenzen eingehalten werden. with reasonable consequences Und zwar durch vernünftige Konsequenzen, so the children know that they are not the strongest person in your family. damit die Kinder wissen, dass sie in der Familie nicht die Stärkeren sind. It's very scary for a child to feel at 6, 7 years of age that they have control of the family. Es ist für ein Kind im Alter von 6, 7 Jahren eher erschreckend und angsteinflößend, wenn es den Eindruck hat, dass dieses Kind die Familie kontrolliert. But as the children get older and can make good decisions, Aber wenn Kinder dann älter werden und gute Entscheidungen treffen können, when they can find out the information they need to make a good decision, wenn sie die Informationen bekommen können, die sie brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen, when they're not biased and they're going to do what they want to do anyway, but they can look at the pros and cons. wenn sie nicht voreingenommen sind und um jeden Preis das tun werden, was sie wollen, sondern sich auch die Vor- und Nachteile anschauen können And can accept whatever consequences that the family may have decided that if they make a bad decision, a consequence or a correction will happen. und wenn sie bereit sind, auch die Konsequenzen zu tragen, die für ein bestimmtes Verhalten in der Familie vorgesehen sind, So then they should be able to be trusted to make good decisions. dann sollte man ihnen das Vertrauen entgegenbringen, dass sie gute Entscheidungen treffen können. But with the internet, children are tempted to go places on the internet that they have no idea what they're getting into. Aber beim Internet ist das so, dass die Kinder in Versuchung sind, sich dort Dinge anzusehen, von denen sie gar nicht ahnen, was sie sich damit antun. And children need to be a certain age to understand the dangers of pornography, for example, on the internet. Und Kinder müssen ein bestimmtes Alter haben, um zum Beispiel die Gefahren von Pornografie im Internet erkennen zu können. So we have to set parental limits on their computer or their smartphone so that they can't get to some of those sites. Eltern müssen also Grenzen setzen und Beschränkungen auf dem Computer oder auf dem Smartphone, damit sie bestimmte Seiten nicht öffnen können. The problem is our kids are probably more computer literate than we are. Das Problem ist, dass sich unsere Kinder im Computer wahrscheinlich besser auskennen als wir selbst. So you begin educating your children to make good decisions. Wir haben also angefangen, unsere Kinder dazu zu erziehen, gute Entscheidungen zu treffen. And as they show where their heart is and are making good decisions, Und in dem Maße, wie sie zeigen, wo ihr Herz ist und wo sie gute Entscheidungen treffen, you can give them more choices on the internet without your parental controls. können wir ihnen auch mehr Freiheiten geben in ihrer Wahl, was sie im Internet machen, ohne dass wir als Eltern sie kontrollieren. But the internet is addictive. Aber das Internet hat Suchtfaktor. When you read about the people who are doing Facebook
or other major sites on the internet, Wenn man über Leute liest, die zum Beispiel in Facebook sind oder andere wichtige oder sehr bekannte große Seiten im Internet betreiben, every decision they make is based on whether or not it's addictive or not. dann wird jede Entscheidung anhand der Frage getroffen, ob es abhängig machen kann oder nicht. They're doing everything possible to influence all of our minds and get us addicted to going up on that site. Und zwar wird alles Mögliche versucht, um uns so abhängig zu machen, dass wir auf die entsprechenden Seiten gehen. There is an excellent set of materials that you can get in English. Es gibt ein ganz ausgezeichnetes Material auf Englisch. It's Scott Riesema has done a series of lectures on the dangers of the internet. Scott Riesema hat eine ganze Reihe von Vorträgen über die Gefahren des Internets gemacht. And Bert, I don't know if it's in German or not. Und ich weiß eigentlich nicht, ob es It das is auf not. Deutsch gibt. Nein. Have you seen it in English? What do you think about it? Hast du das auf Englisch schon gesehen? Was denkst du davon? Ist gut. Now, can you help me remember the company that Scott Riesema has? It's his own company. What is it? Belt of Truth. Ah, very good. See, I knew you guys had answers. Belt of Truth ist also so ein Ministry von jemandem in Amerika. And if you can, either listen with somebody who speaks English to translate for you, or listen to it in English, and you will be shocked at what the internet is trying to do to the moral character of our society. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, euch das auf Englisch anzuhören oder mit jemandem, der euch das auf Deutsch übersetzen kann, dann wäre es sicher gut, sich das anzuschauen, anzuhören, und ihr werdet schockiert sein, was das Internet heute mit unserem moralischen Empfinden macht. I would suggest that if a child is in rebellion and wanting to do their own thing, Ich finde, wenn ein Kind sich auflehnt und sein eigenes Ding machen will, that you're going to have to be stronger in terms of your limits. dass man dann stärker sein muss in der Art der Grenzen, die man ihm setzt. But as strong as you are in terms of a family, they can go to school and in 2 seconds be introduced to a site that would be morally degrading. Aber wir können in der Familie noch so stark sein. Sobald sie in der Schule sind, können sie in wenigen Sekunden auf einer Seite sein, die ihnen moralisch schadet. So on top of your limits, So über die Grenzen hinaus, die wir noch there's setzen, your instruction that you're going to give to your child to mold his conscience. versuchen wir noch das Gewissen unseres Kindes zu prägen. And then you just got to pray, 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 pray. Und dann bleibt uns nur noch zu beten, zu beten, zu beten. Any other person in the computer world can give some ideas would be very helpful. Gibt es da noch jemand, der sich in der Computerwelt auskennt und noch vielleicht etwas Hilfreiches beitragen kann? Das wäre sehr schön. Ich gebe euch gleich einen Tipp dazu. Ich habe das auch noch eingerichtet. Ich habe mich mit dem Thema auch mehr beschäftigt. Die Farben, die ihr auf eurem Smartphone habt, die sind nicht zufällig gewählt. Die sind genau nach dem Prinzip, die sie beschrieben hat, ausgesucht. Ein einfacher Trick, den man anwenden kann, wenn man selbst vielleicht merkt, ich tue mir da nicht ganz leicht, das Ding aus der Hand zu legen, stellt eure Farbeinstellung auf Monochrom, Graustufen. Das Ding ist nur noch halb so attraktiv. He just gave the tip. He suggested that we should Noch change weitere something at the Fragen? color sets, how the color on the computer is. So when you change it, it's not more so attractive anymore. Interesting.
Also ich hätte gern gewusst, was ist, wenn die Väter fehlen? Also es ist in der heutigen Zeit oft so, dass die leider fehlen. Na? Was ist dann mit den Kindern? Weil du hast die Prognosen eben gestellt, Zukunftsblick. Wer übernimmt das? Are absent, because that's the case in many families today. And who can fill in when fathers are not there? Die Frage hat gelautet, was ist, wenn Väter fehlen? Was heute in vielen Familien ja Tatsache ist und worüber wir gesprochen haben. Und wer kann das ausgleichen? Gell? Every child needs some kind of father figure model in their family. Jedes Kind braucht irgendeine Vaterfigur als Vorbild innerhalb der Familie. If dad is not there or is not a positive influence, Wenn der Vater nicht da ist oder kein positiver Einfluss ist, I believe in Titus 2. dann glaube ich an Titus 2. Let's help our young people. Fathers or men helping younger men, women helping younger women. Lasst uns gegenseitig helfen, die älteren Männer den jüngeren Männern und die älteren Frauen den jüngeren Frauen. Let's give our children great models in the leaders of our church. Lasst unsere Kinder großartige Vorbilder haben in den Leitern unserer Gemeinde. Let's find men in our church who are willing to take time with the young people in our church. Wäre gut, Väter zu finden, Männer zu finden in der Gemeinde, die sich Zeit nehmen für die jungen Leute in der Gemeinde. Families who have a great dad, invite single-parent families to your house. Ihr Familien, wo es einen tollen Vater gibt, ladet Familien ein, wo Alleinerziehende sind, alleinerziehende Mütter, ladet sie zu euch ein. When you're going on a hike Sabbath afternoon, think about those children who don't have dads and invite those families to come with you. Wenn ihr am Sabbatnachmittag eine kleine Wanderung macht, dann denkt an die Kinder, die keinen Vater haben und ladet sie ein, mitzukommen. I believe we as a church have a moral obligation to provide role models of a great dad to our young people. Ich bin überzeugt davon, dass wir als Gemeinde die Verantwortung haben, dass wir Vorbilder haben, männliche Vorbilder für die Jugendlichen und Kinder in unseren Gemeinden. Yes. Going back to Thursday, you spoke about genes and chromosomes. On Thursday? Thursday. Am Donnerstag hast du über Gene und Chromosomen gesprochen. And you said that some of us have a higher propensity because of our genes. Some may have higher propensity or predestined chance of smoking or whatever negative impact Und du we hast have. gesagt, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer genetischen Veranlagung eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, zum Beispiel mit dem Rauchen zu beginnen. Isn't this in some way, as Bible believing Seventh-day Adventists, isn't this in some way minimizing the powers of prayer and what God can do to reverse some of these negative influences in our Bedeutet life? das nicht, dass wir die Rolle, die das Gebet und die Gott spielen können, ein bisschen minimieren, also herunterspielen? Habe ich das richtig verstanden? Yeah, okay. Just because all of us have propensities to certain things doesn't mean we have to live a poor lifestyle. Die Tatsache, dass einige von uns oder die meisten von uns in irgendeiner Weise negative Veranlagungen haben können, bedeutet nicht, dass wir diese in unserem Leben ausleben müssen. And prayer, inviting Jesus into our hearts and lives, is the strongest influence that we can possibly have if we will use that.
Und das Gebet und Jesus in unser Leben einzuladen, ist der mächtigste Einfluss, den wir ausüben können, wenn wir ihn denn in Anspruch nehmen. But I know I have a propensity to chocolate or to sugar. So I have to also set some guidelines for my own behavior. Aber wenn ich weiß, dass ich eine große Neigung habe, eine Veranlagung, Schokolade und Zucker zu lieben, dann muss ich mir selber auch Richtlinien auferlegen. Some genes are stronger than others. For example, the gene that gives you a propensity to alcoholism. Es gibt Gene, die sind stärker als andere, zum Beispiel das Gen, das die Veranlagung zum Alkoholismus gibt. And those who have found that they have that gene and have become alcoholics, they know they can never take another alcoholic drink. Und diejenigen, die dieses Gen haben und trockene Alkoholiker sind, wissen ganz genau, dass sie nie mehr einen Tropfen Alkohol anrühren dürfen. So I think we just have to open up our hearts to what God wants for us. We all have different things that tempt us. Und ich denke, dass wir alle unsere Herzen für Gott aufmachen müssen. Jeder von uns, wir haben alle verschiedene Dinge, die uns Versuchungen bereiten. And if we have been tempted by pornography, Und wenn wir durch Pornografie versucht wurden, or some have a propensity to lie. oder manche haben auch eine Veranlagung dazu zu lügen. They don't even need to lie, but out it comes, an untruth. Ja, sie nehmen sich das nicht einmal vor zu lügen und schon ist wieder eine Unwahrheit heraus. I think with God's help, we need to put some boundaries on our own lives. Da denke ich, dass wir mit der Hilfe Gottes unserem eigenen Leben auch ein paar Grenzen setzen müssen. To help us become the kind of role models that our children need. Damit wir die Vorbilder werden können, die unsere Kinder brauchen. Okay. Das, was du über die Rolle der Väter gesagt hast vorher, steht das irgendwo in einem Buch von dir, das auf Deutsch übersetzt wurde? All the studies, all the information you gave about the role of fathers in the family, do you have that in a book of yours Yes. that has been translated into German? It's in the book, The First 7 Years. Das steht in dem Buch drin, die ersten 7 Jahre. And it may be in some of my other things that I have written. Und vielleicht auch noch in einem anderen Buch, das ich geschrieben habe. But I actually give the same research studies that I mentioned in the first 7 years. Aber in dem Buch The First 7 Years gebe ich genau diese Forschungsergebnisse weiter, die ich hier erwähnt habe. Can I talk about my other book? Ta-da! Kann ich noch über mein anderes Buch reden? If you don't want to read all 800 pages of the first 7 years, Wenn ihr die ganzen 800 Seiten von den First 7 Years nicht lesen möchtet, this is the book I wrote when people started complaining. I can't read all those pages. dieses Buch habe ich geschrieben, als die Leute zu mir gekommen sind und sich beklagt haben. Ich kann nicht das ganze Buch lesen. Parenting Boot Camp is just 10 chapters. Dieses Buch Parenting Bootcamp hat nur 10 Kapitel. And I've not just limited it to the first 7 years. Und ich habe da nicht nur die First 7 Years da drin. And because I have in this book discussion questions that you can use in a group setting, Also es geht darin nicht nur um die ersten 7 Lebensjahre und ich habe auch Fragen drinnen, die man in einer Gruppe besprechen kann. I have gone ahead and tried to make this book an easy book for you to give parenting classes.
Und habe mich bemüht, dieses Buch so zu schreiben, dass man mit diesem Buch leicht auch Elternseminare halten kann. And I've given to Bernd the flash drive for a lot of extra material. Und ich habe Bernd einen USB-Stick oder ich gebe ihm den, wo noch sehr viel Zusatzmaterial drauf ist. Somebody in education is going to put this into German. Jemand, der ein Pädagoge ist, muss das ins Deutsche bringen. So keep bugging this man until he gets, whoever's going to do it, gets it into German. Sprecht den Bernd immer wieder an, bis er jemand findet, der das ins Deutsche bringen They're already kann. pointing fingers. I'm not an educator. I have, first of all, I have given you how, excuse me, how to be a good parent educator. Da ist zum ersten Mal drauf, wie man gute Eltern sein kann und Lehrer. This is one of the easiest ways to interest people into coming to your church. Das ist eine der leichtesten Dinge, wie wir Leute daran interessieren können, in unsere Gemeinde zu kommen. Then I have taken all the material here Dann habe ich das ganze Material aus dem Buch genommen and made PowerPoint presentations. und habe PowerPoint-Präsentationen daraus gemacht. I don't know how many there are, but there must be hundreds, Ich weiß nicht wie viele, aber Hunderte wahrscheinlich. all in English. Alle auf Englisch. And then I have given handouts that you can actually use to give to people during the presentation Dann habe ich auch noch schriftliches Material, das man den Leuten während eines Seminars so geben they kann, can take notes. damit sie da auch Notizen machen können. Everything, isn't it marvelous, is on this one little flash Ist das nicht drive. unglaublich? Das ist alles auf diesem kleinen USB-Stick. So I would just encourage somehow that we get that material for you. It'll be much easier to give this information to others. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr das ganze Material bekommt. Es macht das Ganze viel einfacher, es weiterzugeben. Der Appell ist angekommen. Gibt es noch weitere Fragen? Du hast am Freitag darüber gesprochen, dass manche Kinder selbstbeherrschter sind als andere, impulsiver als andere. In Weit schreibt ihr auch, dass vorgeburtliche Einflüsse also vom Leben der Mutter und so bereits Einflüsse auf den Charakter des Kindes haben. Gibt es dazu oder hast du dafür Studien, die dir bekannt sind? Friday you spoke about the fact that some children are better self-controlled than others, some are more impulsive. Ellen White says that the prenatal influence of the mother on the child plays a big role. Do you know of any studies that would support this statement? Oh, I do not know of studies, but they are there. Ich kenne selbst keine Studien, aber ich weiß, dass es sie gibt. Maybe that should be the next book that somebody puts together. Das sollte vielleicht das nächste Buch sein, das jemand schreibt. Very good question. Eine sehr gute Frage. Gibt es von deiner Seite aus Literaturempfehlungen zur Altersgruppe Teenager? Can you recommend any literature for the age group, teenage children, what we can read for educating teenage children? There are many books that our Adventist presses have put together. Es gibt viele Bücher aus unseren adventistischen Verlagen. As they get up to 15, 16, and 17 and are interested in dating, Gerade auch Bücher, wo es um Beziehungen geht, wenn sie 16, 17, 18 werden. I have a book called Serious About Love. Von mir gibt es ein Buch, das heißt Serious About Love. And it's a very detailed book
about how to live their lives so they will be ready for a good marriage relationship. Und das geht sehr ins Detail darüber, wie die jungen Leute leben sollen, damit sie bereit sind für eine gute Ehebeziehung. Sometimes children at 14 and 15 are already interested in dating. Manchmal sind schon Kinder mit 14 oder 15 interessiert daran, einen Freund oder eine Freundin zu haben. So the book tries to help young people make life choices that they will not be sorry for later. Das Buch ist also dazu da, um den jungen Leuten zu helfen, Lebensentscheidungen zu treffen, die ihnen später nicht leid tun müssen. It encourages young people to choose their friends wisely. Es ermutigt junge Leute, sich ihre Freunde weise zu suchen. Because actually, you can fall in love with anyone. Weil man eigentlich sich in ziemlich jeden verlieben kann. Just doing those 5 things to have a more meaningful encounter, thinking about the other person. Einfach diese 5 Dinge auch wieder zu berücksichtigen, um eine wirklich vernünftige und bedeutungsvolle Begegnung zu haben. Spending a lot of time together. An jemanden zu denken, viel Zeit miteinander zu verbringen. Talking to each other, either over the internet or in person. Miteinander reden, entweder übers Internet oder persönlich. Spending hours gazing into the eyes of someone else. Stundenlang in die Augen des anderen blicken. And touching. Und das Berühren. If kids fall into a pattern of spending that kind of time with a person from the opposite sex, they're gonna fall in love. Wenn Kinder mit jemandem vom anderen Geschlecht diese Art von Zeit mit diesen Dingen verbringen, dann werden sie sich verlieben. I talk about things like how can you break up and still be friends with that person. Ich spreche in dem Buch auch darüber, wie man eine Freundschaft eine Beziehung beenden kann und trotzdem noch befreundet sein kann. And I say, love is a lot like having an octopus around you. Und in dem Buch sage ich auch, zu lieben hat viel damit zu tun, dass man ist so ähnlich wie einen Tintenfisch um sich herum zu haben. The more touching that a couple does, je mehr ein Paar sich berührt, is like an octopus with its tentacles clamping onto you. Dann ist es so ähnlich wie ein Tintenfisch, der mit seinen Tentakeln sich festkrallt. And when you break up, und wenn man dann die Beziehung beendet, if you've got a lot of tentacles hanging on you because of touch experiences that were probably inappropriate, dann ist es, wenn man dann besonders viele von diesen Tentakeln an sich hat, weil man viele Berührungserfahrungen gemacht hat, die wahrscheinlich auch nicht in Ordnung waren, it hurts so bad, dann tut es so weh, to separate from that. Sich davon zu trennen. You have so many visual images in your brain of touching experiences. Man hat dann im Kopf schon so viele Bilder von Berührungserfahrungen, that when you break up, you can't even see that person because of what it brings up into your mind. Dann ist es so, wenn man so eine Beziehung beendet, man den anderen nicht einmal mehr sehen kann, weil dann so viele Bilder wieder im Kopf hochkommen. But if kids if we share information with kids about what touching experiences do, wenn wir Kindern Informationen darüber geben, was Berührungen mit uns machen, then they can learn to keep friendships on a friendship level. Dann können sie lernen, eine Freundschaft auf dieser Ebene der Freundschaft zu halten. I like to tell our teenagers that a friend is a gift they give to themselves. Ich erzähle den Teenagern immer gern, dass ein Freund ein Geschenk ist, das sie sich selbst machen. If they choose to date someone, chances are they chose because that person was a good friend.
Wenn sie dann anfangen, mit jemandem sich besonders zu beschäftigen und eine Freundschaft eingehen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass das vorher ein guter Freund gewesen ist. So why should you push that friendship forward and then break up when you lose that person as a friend? Warum sollte man also solch eine Freundschaft dann in eine Richtung vorantreiben, die dazu führen könnte, dass man den Freund nachher ganz verliert, wenn diese Freundschaft in die Brüche geht? So I encourage all young people to read that before they get into relationships that they would like to make permanent. Und ich ermutige alle jungen Leute, dieses Buch zu lesen, bevor sie eine Beziehung beginnen, die sie gerne dauerhaft eingehen möchten. Have others found good reading materials that would be important for young people to have in German? Kennt jemand anders vielleicht auf Deutsch gute Bücher, die für diese Altersgruppe, für dieses Thema geeignet sind? Well, I'll just leave it at that and say I have just absolutely enjoyed being with you. And we have one more question. Wir haben noch eine Frage. Es ist keine Frage, ich wollte nur sagen, wir haben als Familie sehr viel von der Familie Mühlan gehört und gelesen. Eberhard und Claudia Mühlan, das sind evangelische Christen, die ein sehr gutes Familiendienste machen. Und ich weiß, dass es dieses Material auch heute noch gibt und dass man sie auf CDs und Videos, und sie machen das auf eine sehr erfrischende und fröhliche Art. Und uns als Familie hat es sehr viel bedeutet und auch sehr gute Ergebnisse gebracht. Dankeschön. Es ist jetzt auch Zeit zum Beenden gekommen. Wir haben einige Vorträge miteinander gehört. Wir haben einiges gelernt. Es ist auch die Zeit gekommen, um sich zu bedanken. Ich möchte mich gleich mal bedanken bei all denen, die das möglich gemacht haben, die angefangen von der Technik oder den vielen Klavierspielern, die bereit waren, im Hintergrund vielleicht eine Kerze angezündet haben oder sonst etwas anderes gemacht haben. Ich bedanke mich für die große Unterstützung, die ich von euch gekriegt habe. Ich bedanke mich auch für eure Großherzigkeit. Es gibt ein offizielles Sammelergebnis. Es sind geradeaus 1.200 € hereingekommen. Sehr erfreulich. Das heißt, wir freuen uns, dass auch so viel durch die Sammlung hereingekommen ist. Des Weiteren gebe ich euch noch kurz ein paar Informationen. Um 12 gibt es die Möglichkeit, den ABC aufzusuchen. Dort gibt es auch das eine oder andere Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie Series About Love haben. Das ist ein weißes Buch mit roten Herzen drauf. First 7 Years, glaube ich, gibt es noch 3 Exemplare und dann warten wir auf den Nachschub. An der Stelle auch noch einmal die Erinnerung daran, Gernot hat einen Appell an euch gegeben. Eine Woche ins Gebet das mitzunehmen und zu überlegen, was kann ich in meinem Leben davon wirklich wahr werden lassen. Eine Idee wäre tatsächlich im Oktober, in der Oktoberausgabe von Adventisten aktuell, hat Vicky die ersten Schritte beschrieben, wie man zu so einer Gruppe kommen kann, die sich dann auch austauscht über so etwas. Alleine das zu lesen ist manchmal unbefriedigend, aber wie komme ich jetzt dazu, dass ich andere finde? Und eine Möglichkeit wäre eine WhatsApp-Gruppe oder etwas Ähnliches, man könnte signalisieren. Und da kann man dann sich auch austauschen und vielleicht in Zusammenarbeit mit anderen das Thema erörtern, was man vielleicht gar nicht mal persönlich schafft, weil man zu weit auseinander wohnt. Also eine Anregung für euch. Des Weiteren noch der Hinweis,
Ihr seid eingeladen, um 12 zum Büro der Hauswirtschaft zu gehen und dort eure Ausgaben noch zu begleichen. Oder wer früher vielleicht schon abreisen muss, hat auch noch die Gelegenheit, bis dorthin, die Vicky wird hier bleiben. Ihr könnt auch zu ihr gehen und das bis dorthin dort erledigen. Und sie wird dann auch um 12 drüben im Büro bei der Hauswirtschaft sein, damit das gut funktionieren kann. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall auch nochmal bei Kay, dass sie diesen Weg auf sich genommen hat und ich denke, das ist auch einen herzlichen Applaus wert. Liebe Kay, wenn man 3 Kinder hat, dann weiß man, dass man sehr stark eingespannt ist. Und wenn man darüber hinaus noch Energie aufbringen kann, um noch mehr zu machen, dann ist das sehr bewundernswert. Und dann ist es auch verständlich, warum man vielleicht eine Neigung zum guten Energiespendern hat. Und wenn Österreicher eine gute Tradition haben, dann ist es auch eine Tradition, die den Amerikanern möglicherweise fremder ist. Wir haben gute Schokolade. Und in diesem Fall möchten wir dir auch etwas mitgeben, das wir in doppelter Ausführung gegeben haben, sonst streiten sich die Geschwister. Wir bedanken uns auch bei deiner Schwester, bei Diane, dass sie dich begleitet hat und das erst möglich gemacht hat. Und deswegen gibt es da jeweils etwas für die eine und etwas für die andere. Sonst streiten sie sich am Rückflug und das wollen wir natürlich nicht. Wir bedanken uns also herzlich, das sind echte Original-Mannerschnitten aus Wien. Und wenn man das gegessen hat, dann ärgert man sich über das andere, aber kleine Werbeeinschaltung für die, die es nicht kennen. Wir bedanken uns also herzlich bei dir. Thank you so much. Wow. Thank you. Bleibt mir noch zu sagen, ich freue mich, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Der Weg war ja nicht allzu schwer, Google Maps macht es möglich, aber ich freue mich, dass ihr die Zeit freigeschaufelt habt. Das ist nicht immer leicht, dass man sich frei macht. Manchmal denkt man sich vor, warum tue ich mir das an? Und nachher denkt man sich, gut, dass ich da war. Ich hoffe, dass ihr dieses Erlebnis, diese Erfahrung auch dieses Mal gemacht habt. Ich wünsche euch einen guten Heimweg und ich freue mich auch über Feedback. Feedback ist willkommen. Ich werde diesmal keine Zettel ausgeben, damit jeder was eintragen kann, aber ich bin sehr erfreut, wenn ihr mir gegenüber ein Feedback gebt und mich kurz wissen lasst, was ich möglicherweise besonders gut oder was man für nächstes Mal verbessern könnte. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Heimreise. Noch einmal die Erinnerung, jetzt wäre die Möglichkeit bei Wiki direkt hinten, sich zu erkundigen oder wenn sonst noch Fragen sind. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Heimfahrt. Bis zum nächsten Mal. Nächste Möglichkeit für ein ähnliches Treffen, bevor ich was falsch sage, 31. Oktober bis 3. November nächsten Jahres. Kommt gut nach Hause.